absolut riesigen Bau. Es hat sich dann gezeigt, dass mehr vorhanden ist, als wir erwartet haben. Wir haben hier eine große Siedlung, wir haben Steinbauten von öffentlichem Charakter. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich so tolle Wandmalerei in so großen Blöcken haben. Für uns ist das natürlich ein Jackpot. Es ist natürlich ein grosses Bedauern, dass jetzt die archäologischen Hinterlassenschaften abgebrochen werden. Es treibt eine Neugier. Was ist hier passiert? Wann ist es passiert und warum ist es passiert? Der Ortsteil Vogelsang in Gebenstorf im Kanton Aargau. An dieser Stelle werden schon bald neue Wohnhäuser samt Tiefgarage stehen. Das Team der Kantonsarchäologie um Grabungsleiter Erik Martin hat die Aufgabe, mit dieser Rettungsgrabung gleich mehrere ungewöhnlich große Gebäude aus der Römerzeit zu erforschen. Eines davon ist besonders imposant. Wir haben einen Bau von 15 Meter Breite. Bislang haben wir ihn auf 33 Meter Länge ausgegraben, haben aber weder im Süden noch hinter mir im Norden einen Abschluss von diesem Gebäude gefunden. Das Bauwerk scheint eine riesige Halle mit Pfeilern zu sein. Viel davon ist noch im Boden verborgen. Wenn wir jetzt das maximalste Verhältnis anlegen würden, kann es sein, dass der zwischen 45 und 60 Meter Länge könnte haben. Also im irrsinnigsten Fall haben wir ihn bislang zu der Hälfte gesehen. Rund 14 Monate Zeit hat das Team, um möglichst alle Informationen über diesen Ort zu sammeln und damit zu klären, was genau sich hier abgespielt hat, vor gut 2000 Jahren. Wenn wir dort uns an dieser Kante heben nachher und einmal hier gegen reinkommen, dann können wir ein bisschen vom Bekannten ins Unbekannte gehen. Es wird dabei immer wieder darauf ankommen, abzuwägen zwischen dem Einsatz von schwerem Gerät und dem feinen Herausarbeiten und Bergen besonders zerbrechlicher Strukturen. Über 3000 Quadratmeter Fläche, eine immense Herausforderung für ein relativ kleines Team von knapp 20 Personen. Fast alle Mauern, die das Team bisher freigelegt hat, sind massiv und sehr gut erhalten. Bereits jetzt ist klar, diese Gebäude wurden von den antiken Baumeistern mit großer Sorgfalt hergestellt, in bester Qualität. Eine sensationelle Erhaltung von diesem Mauerwerk. Wir haben ein hoch aufgehendes Mauerwerk. Wir sehen eine sehr ausgesuchte Art, wie man die Mauer gebaut hat. Sie ist gebaut aus lokal anstehendem Geröll. Die damaligen Maurer haben nach dem Aufbau dieser Mauer nochmal zusätzlich in die Mauerzwischenräume, in die Steinzwischenräume eingedruckt, Ritzen gezogen. Und das dient eigentlich dadurch, dass man hier die Mauer nochmal zusätzlich festigt. Das heisst, wir haben eigentlich für die römische Zeit State-of-the-Art Mauerwerk hier, wo sich, ich glaube, hier im Vergleich mit umliegenden Fundstellen überhaupt nicht scheuen muss. Ein cleverer Handwerkertrick, um Wasser aus dem frischen Mörtel zu pressen und die Mauern damit besonders stabil und langlebig zu machen. Die Mauern dieses Gebäudes sind teilweise über 1 Meter dick. Zudem gibt es mächtige Pfeiler in der Mitte eines großen Raumes. Welche Rückschlüsse lassen sie zu? Was ist denn die Funktion dieser Stütze gewesen, oder? Ist sie denn tatsächlich konzipiert gewesen, um noch ein drüberliegendes Gewölbe zum Beispiel zu tragen? Im Maximum wäre eine Mehrstöckigkeit oder eine Zweistöckigkeit von dem Gebäude drüber durchaus denkbar. Damit ist klar, das war kein normales Gebäude. Es hat einen offiziellen Charakter und war wohl ziemlich hoch. Auf der Fläche unmittelbar neben dem Großbau. Zunächst waren es nur wenige, doch mittlerweile sind es tausende Scherben in einer fast 1,5 Meter dicken Fundschicht geworden. Es sind sogar so viele, dass das Team nur die wichtigen Stücke bewahren und dokumentieren kann. Viele der Scherben müssen weggeworfen werden.
Kann diese seltsame Fundschicht helfen, diesen Ort und seine Geschichte besser zu verstehen? Man hat hier ganz gezielt eine Art von Abfall entsorgt. Es handelt sich ausschließlich um Amphoren aus dem Westmittelmeerraum, also aus Südfrankreich, aus Italien und aus Spanien. Warum sind die Amphoren hier angebracht worden? Warum in diesen Mengen? Warum sind hier nur Amphoren entsorgt worden? Und vor allem, das nimmt uns auch Wunder, wie sind sie hier angekommen? Warum ausgerechnet hier auf Gebensdorf? Etwas Seltsames muss mit den Henkeln der Amphoren passiert sein. Abgebrochen, ganz bewusst abgebrochen, zum Teil sogar gesagt worden. Und wir fragen uns hier, warum ist das gemacht worden? Expertinnen werden später klären können, was es mit all diesen Fragen und Rätseln auf sich hat. Dass sich hier in Gebenstorf-Vogelsang eine römische Fundstelle befinden muss, ist schon lange bekannt. Die wissenschaftlichen Leiter der Ausgrabung, Jürgen Trumm und Erik Martin, sind jedoch davon überrascht, welche Ausmaße die freigelegten Gebäude mittlerweile angenommen haben. Im Bereich der großen Pfeilerhalle diskutieren sie Erdschichten, die aus der Zeit ihrer Errichtung stammen, und was vor dem Bau hier war. Jürgen Trumm hat bereits vor Jahren damit begonnen, den Steinacker genauer in den Blick zu fassen. Im Archiv findet er eine Meldung aus dem 19. Jahrhundert. Eine von der ältesten Spuren wäre dieses schöne Blatt Papier, heute im Staatsarchiv in Zürich. Das ist eine Amphore, ein Amphorenhenkel, ein Stück von einem Transportbehälter für Olivenöl. Interessant ist der Text, der in dieser wunderschönen Kurrentschrift hier ausgetuscht steht. Gefunden im Dörfchen Vogelsang. Hier auch eine Reihe römischer Gemächer mit bemalten Wänden und Bestich. Eine Menge Gerätschaften. Haufen von Terra Sigillata, Geschirr, Waffen etc. etc. Zudem verfolgt Jürgen Trumm die Forschungstheorie eines Kollegen. Sie besagt, dass an einem Ort wie hier mit hoher Wahrscheinlichkeit wichtige Funde zu erwarten sind. Ein Kollege aus Rumänien hat vor einigen Jahren schon eine These aufgestellt, dass es bei römischen Legionslagern, wir sind hier östlich von Vindonissa, einen Bereich gibt, der genau 2,2 Kilometer groß ist. Das ist der römische Begriff einer Leuge. Das ist eine Längenangabe. So wie wir heute Kilometer sagen, gab es die Leuge. Man sieht ja hier das Legionslager in Rot, die zivilen Siedlungen in Gelb, die Gräberfelder in Violett. Und dass es innerhalb, intra und außerhalb extra Leugam verschiedene Siedlungsbereiche gab. Offenbar mit verschiedenen bürokratischen, gerichtlichen Qualitäten. Und ich bin dann auf diese Stelle gestoßen, dass wir genau hier an der Stelle Steyacher im Vogelsang, wo sowas rauskam, wo aber auch Grabsteine gefunden wurden beim Eisenbahnbau 1855. Dass wir hier offenbar tatsächlich genau an dieser rätselhaften Grenze intra-extra-Leugam sind. Für das Legionslager von Vindonissa findet Jürgen Trumm weitere Hinweise. Der Beginn der römischen Wasserleitung zum Beispiel liegt an dieser Grenze. Wir haben die erste zivile Siedlungsstelle, eine sogenannte Villa Rustica in Birmsdorf, genau hier an dieser Stelle. Das spätrömische Kastell Altenburg liegt genau an dieser Stelle. Und das Ende des großen Gräberfeldes im Westen an der Straße nach Avange liegt auch an dieser Stelle. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, dass man keinen Zirkelschluss macht und sagt, ja, das stimmt, also stimmt auch die Theorie. Aber hier in diesem Falle auffällig. Nachdem klar wurde, dass hier ein Wohnhaus entstehen soll, intervenierte die Kantonsarchäologie sofort und beantragte das Geld für eine Rettungsgrabung. Und jetzt sind wir eben hier mit dieser Großgrabung an der Stelle, die wir bisher nur theoretisch betrachtet haben. Da sind wir jetzt mittendrin und man sieht es ja, das bestätigt sich. Wir haben hier eine große Siedlung, wir haben Steinbauten von öffentlichem Charakter. Im Depot der Kantonsarchäologie.
Keramikexpertin Deborah Tritola-Martinez bestimmt und untersucht die Amphoren aus Gebenstorf. Also das ist jetzt der Rand der Weinamphore. Da sieht man, wie der Henkel hier gesagt worden ist, hier gesagt und an dieser Seite gesagt und dann gegenüber abgebrochen. Aber warum hat jemand die Henkel der Amphoren so sorgsam entfernt? Amphoren werden nur einmal gebraucht. Sobald der Inhalt geleert ist, hat die Amphore ihre Originalfunktion verloren. Das heisst, dann ist es entweder Abfall oder man kann es nochmal sekundär brauchen und es wird sozusagen zu einem Rohstoff, wo man weiterverwenden kann. Auf Amphoren gab es offenbar damals kein Pfand. Heute wirft man Einwegflaschen einfach weg. Die Römer hatten mehr Fantasie, zum Beispiel für die Küche. Das würde ich aus Stössel ganz gut, also finde ich, würde sich der sehr gut eignen aus Stössel. Der liegt auch gäbig in der Hand eigentlich. Und da braucht man dann, also kann man ideal einsetzen, um Sachen zu ernähren. Wenn man sie so einsetzt, kann man da Flüssigkeit leeren und dann fließt es da unten in ein Loch perfekt rein. Also ich finde, es ist die optimale Form, um als Trichter gebraucht zu werden. Aber damit nicht genug. Die Expertin kennt noch mehr Recycling-Ideen. Da ist alles möglich. Man kann ganze Amphoren einsetzen, um feuchte Gebiete zu trainieren. Man kann die Haus brauchen als Abwasserleitung. Wir wissen aus spätrömischer Zeit, also aus dem 4. Jahrhundert, dass man ganze Amphoren gebraucht hat und die ineinander gesteckt hat. Und dann hat man super Sarg gehabt. Nicht immer ist eine neue Nutzung gleich zu sehen. Wie man das einsetzen kann, das ist mir also absolut schleierhaft. Vielleicht als Blumenvase? Vielleicht, wieso nicht? Wir sollen gerne Fantasie haben im Leben. Aber warum sollte jemand viele tausend Amphoren nach Gebenstorf bringen und einfach so irgendwo hinwerfen? Hat das einen Sinn? Ja, ausser dass die Amphoren eine Aufgabe erfüllen können, eben aus Drainage. Das macht Sinn. Sonst macht es wenig Sinn, sonst würde ich das in einen Fluss schmeißen. Selbst die über 150 Jahre alte Beobachtung von bemalten Wänden in Gebenstorf bestätigt sich in der Gegenwart. Die Reste von Wandmalereien haben auch die Archäologinnen und Archäologen entdeckt. Sie gehörten offenbar zu einem Gebäude, das etwas älter ist als die große Pfeilerhalle. Denn einer der Pfeiler wurde ziemlich direkt über einem Fußboden dieses älteren Hauses gemauert. Offenbar wurden die bemalten Wände dieses Hauses eingerissen und eingeebnet, um Platz zu schaffen für die neue Pfeilerhalle. Bereits auf der Grabung beginnt ein riesiges Puzzle. Was auch immer eine Malerei trägt, wird aufgenommen und gesichert. Doch einige große Stücke vom unteren Rand der bemalten Wand sind noch an Ort und Stelle stehen geblieben, in situ. Diese seltenen Funde sollen nun en bloc geborgen werden. Mit Gipsbinden festigt und schützt das Team die zerbrechlichen Stücke, lässt sie trocknen und macht sie damit transportfähig für die Fahrt ins Labor. Hier hat das Team der Restauratorinnen die Aufgabe, die Malereien zu reinigen und vielleicht sogar passende Stücke wieder zusammenzuführen. Ich denke, ich sitze jetzt an diesem Teil 3 Wochen. Mit diesen ganzen Fragmenten, die noch zusammengepuzzelt und geklebt werden müssen. Dadurch, dass das Ganze ja so verworfen war und verklappt war, sind auch Teile von der Wandmalerei vorne draufgefallen gewesen, wo man nachher wirklich puzzeln muss, um zu gucken, wo sie wieder dran passen. Sie hat aber dennoch keine Passion fürs Puzzle. Es liegt vielleicht auch daran, dass man hier zum Teil so viel puzzeln muss, also dass ich privat überhaupt keine Puzzle mag und ich bin total ungeduldig. An den Malereien erkennt sie erste Motive. Hier sieht man ja irgendwie ein figürliches Motiv, was tatsächlich vielleicht der Fuß eines Kandelabers sein könnte. Und es gibt auch noch ein Vogelköpfchen. Hier auf diesem Foto sieht man möglicherweise die Füße, den Leib und vielleicht den Schwanz relativ stilisiert. Und
Das hier sieht doch allen schon sehr definitiv nach einem Vogelkopf aus. Wir haben ein Auge, wir haben da vorne das Schnäbelchen. Ist natürlich noch ganz ungereinigt im Zustand, aber das wäre sehr detailliert und farbig. In meiner Karriere, und das sind jetzt schon fast 40 Jahre, ist das erste Mal, dass wir wirklich so tolle Wandmalerei in so großen Blöcken haben. Der wissenschaftliche Leiter Jürgen Trumm und Kantonsarchäologe Thomas Doppler begutachten den seltenen Fund. Es ist ein Buntmarmor, also eine geschliffene Steinplatte, die hier imitiert wird. Das war nicht in Sichthöhe, sondern das war unten im Bereich meines Fußes, des Besuchers, der in diesen Raum tritt. Der guckt von oben herunter und denkt, oh wow, sehr schön, das sieht aus wie geschliffenes Gestein. Das war genau der Effekt. Natürlich, im Prinzip ist das die billige Variante. Das ist eine Fototapete von jemandem, der sich nicht leisten kann, dass das echter Marmor ist. Noch seltener ein besonders sorgfältig geschliffener Stein. Das ist ein römischer Gewichtsstein. Da ist Blei, da ist ein Zapfen drin, da ist der Bleizapfen drüsse, total gut poliert. Dann sind wir sofort klar gewesen, das ist ein Gewicht. Aber so groß haben wir noch nie eins gehabt. Wir haben das auch noch berechnet im CAD. Dann kriegen wir wahrscheinlich raus, ja, bist du jetzt genau auf 100 römische Pfund geeicht worden. Ja. Das wären dann, wenn ich es richtig sage, 32,5 Kilo. Und schließlich in winzigen Bruchstücken ein römisches Feinwerkzeug. Du siehst da dieses fragile Knochenstäbchen. Ich darf es mal kurz anheben. Und man sieht wirklich extrem fein geschafft. Und es hat links und rechts, wenn man so will, vorne und hinten diese Markierungen. Ja. Und wir haben dann diese Bronzeobjekte dazu. Und das sind Scharniere. Also das Ding ist gefasst in Bronze und läuft im Scharnier. Und die Knöpfe da, die Größen sind dazu da, dass man das Ganze arretieren kann. Und dann sind wir hier bei dem Zwischenbereich zwischen diesen zwei Punkten Vertiefung sind wir beim berühmten Digitus. Das ist wirklich der Finger. Das ist eigentlich ein Längenmaß. Mhm. Und 4 Finger wären dann hier. Das heißt, hier wäre die 4. Vertiefung gewesen. Dann haben wir einen Palmus, heißt das. Das ist dann die Handfläche. Und 4 von diesen Handflächen gibt dann den Fuß. Mhm. Jeder Architekt hat das wohl gehabt. Aber wir sind auch bei der Zimmerei, wir sind auch beim Schreiner. Wir sind bei allen Leuten, die wissen müssen, wie lange muss etwas sein. Die kleinen Brösmeli zeigen sehr schön, dass das Team extrem sorgfältig schafft, trotz Zeitdruck. Dass sie ein gutes Auge haben für diese Sachen. Und es zeigt sich eben auch, dass es sich lohnt, häufig auch Erdproben zu nehmen, um sie zu schlemmen, damit man solche kleine Fragmente findet. Weil schon allein ein so Fragment kann unter Umständen eine Geschichte von etwas ganz Grossem erzählen. Von den Tausenden von Scherben, Münzen, viele, die wir bisher haben im Ensemble, sind wir überwiegend, ganz überwiegend im 1. Jahrhundert nach Christus, also in der Zeit des Legionslagers. Nichts, so gut wie nichts Älteres, so gut wie nichts Jüngeres. Und jetzt kommt diese Konnotation dazu, Messen, Gewichte, Längenmaße, sodass da irgendeine Person, eine Personengruppe ist, für die das wichtig ist. Und das ist kein Privathaushalt, da messe ich nicht riesige Gewichte ab, sondern das ist was Offizielles. Ich denke, dass wir hier einen Handelsplatz haben und dass dort eben an dieser Schnittstelle des Verkehrs von Wasser aufs Land eine Personengruppe sitzt, die im Namen des Römischen Reiches sozusagen spricht und kontrolliert. An der Stelle, wo das Team besonders viele Wandmalereien entdeckt hat, scheint vor dem Bau der großen Pfeilerhalle ein älteres Gebäude existiert zu haben. Und in diesem Gebäude gab es einen prächtig dekorierten Raum und einen für damalige Verhältnisse wahrscheinlich sogar ziemlich teuren Boden. Das ist ein Mörtelboden mit Steinchen, wo total schöne, glatte Oberfläche bildet. Und das war der Boden zu dem bemalten Raum.
Die Durchsicht der geborgenen Fragmente bringt schon wieder eine neue Überraschung. Sogar die Decke des damals rund 4 mal 4 Meter großen Raumes war ebenfalls reich verziert. Wir haben die Anfangskampagne, wo wir schon mal einen Teil von dem Raum, wo wir jetzt am Ausgraben sind, ausgraben haben wir Fragmente gefunden von Wandmalerei, wo unten grün ist und nachher mit einem weißen Strich einen Übergang zum schwarzen Teil macht und dort hat es nachher oben ein Stück Leiste dran, also eine 3D gestaltete Leiste, wo der Deckenübergang ist. Also man hat unten einen Teil von der Wand und oben einen Teil von der Decke und wir haben jetzt in den Funden wo wir jetzt im Moment am Bergen sind, haben wir wieder ähnliche Fragmente gefunden, die auch so grün, weiß, schwarz gestreifelt sind. Ja, man sieht jetzt hier den grünen Streifen, der nachher übergeht in den ganz feinen Weißen, der drüber gemalt ist. Und nachher hier hat es einen schwarzen Streifen und ab hier kommt nachher eigentlich die 3D-Profilleiste, die aufgeht in die Decke. Und die Decke ist nachher hier senkrecht dazu. Und da, wo es so ein bisschen rau ist, da ist die Stückleiste abgeplatzt. Die Archäologin informiert ihre Kolleginnen und sensibilisiert sie für weitere Stuckelemente. Wenn ihr unten einen dicken, breiten grünen Streifen habt, nachher einen weißen dazwischen und einen schwarzen hier, nachher würde es hier wie angesetzt werden. Und hier ist es abgeplatzt. Also falls euch so etwas auffällt, schaut, ob es irgendetwas Plastisches drin hat. Das ist wie der Grün, der schon restauriert worden ist. Vielleicht lässt sich aus der so sorgfältigen Ausgrabung schon bald der komplette Raum rekonstruieren. Dass der bemalte Raum zumindest etwas älter ist als der Pfeilerbau, lässt sich auf dieser Fläche jetzt sogar direkt beweisen. Das Rechteck hier zählen wir momentan mit unserer Interpretation zum Pfeiler gehörend und nicht zum Wandversturz. Also hier sieht man eigentlich auch noch schön, dass das Geröll und der Mörtel direkt auf dem ehemaligen Mörtelboden liegt von diesen bemalten Wandfragmenten. Das heisst, wo der Raum mit den bemalten Wandfragmenten schon ist aufgegeben wurde, haben sie dann eigentlich das hier auf den alten Boden gesetzt. Das alte Gebäude wurde also abgerissen, um Platz zu schaffen für die große Pfeilerhalle. Abgerissen wird nun auch ein Teil des angrenzenden Bauernhofs. Das Neubauprojekt soll nun noch etwas größer werden als bisher geplant. Die eigentlich vorgesehene Winterpause fällt aus. Durch die neu hinzugewonnenen Grabungsflächen kann das Team im Lauf des Winters nach weiteren Erkenntnissen suchen. Zum Beispiel, wo endet der große Pfeilerbau in Richtung des Flusses? Und welche neuen Informationen liefern die tieferen Schichten der Gebäude daneben? Mit Hilfe von Baggern, aber trotzdem vorsichtig, legt Grabungstechniker Philipp Tröster einen großen Raum frei. Seine Wände waren einst verputzt. Nach 2000 Jahren ist der Belag allerdings empfindlich geworden. Und wenn ich so drüber gehe, höre ich schon, dass der Verputz relativ hohl tönt. Das heisst, der Haft schlecht am Mauerwerk drunter. Also wenn ich hier jetzt mit der Maschine das würde nachbearbeiten, würde ich einfach den Verputz abschlagen. Mit feinerem Gerät legt das Team diesen Raum schließlich frei und es zeigt sich, er war nach einem ganz besonderen Plan gebaut. Schon vor Wochen hatte Jürgen Trumm hier eine sogenannte Cryptoporticus vermutet, also eine unterirdisch angelegte Halle, wie es sie oft bei einem römischen Forum gibt. Seine These scheint sich mit den neuesten Entdeckungen weiter zu verdichten. Ein reich verzierter Pfeiler. Weiß verputzt mit schönen schwarzen horizontale vertikale Linie. Das Ganze imitiert das Quadermauerwerk. Auf der anderen Seite 2, 3, 4 solche Pfeiler und die Pfeilerreihe geht weiter aus großen monolithischen Blöcken. Oberhalb der Blöcke haben sich an manchen Stellen im Wandverputz sogar die Spuren von Pfeilern erhalten. Für eine Holzdecke oder vielleicht sogar ein Gewölbe.
Von dem her haben wir hier also einen sehr elaboriert ausgeschafften Keller. Und das riecht jetzt auch nicht mehr nach Umschlagplatz für Waren, sondern hier sind Leute gelaufen. Im Gegensatz zu der großen Pfeilerhalle drüben sind hier Menschen gelaufen. Deshalb hat man hier verputzt. Deshalb waren diese Wände verputzt. Das war also Sichtmauerwerk. Existierte hier also nicht nur ein Handelsplatz, sondern auch ein politisches und rechtliches Zentrum für eine neu entstehende Stadt? Der Experte will sich noch nicht abschließend festlegen. In meinem Kopf geistert Kryptoportikus und Forum schon rum. Ob ich das Ganze nachher nach außen lasse, ob man das so nageln, werden wir sehen. Für die These eines Forums mit Warenumschlag spricht auf jeden Fall die Lage. Zur Römerzeit waren Flüsse neben den Straßen die wichtigsten Verkehrswege. Die Kantonsarchäologie will abklären, ob vielleicht in der Limmat die Spuren oder Reste einer Hafenanlage oder zumindest eines ehemaligen befestigten Ufers zu finden sind. Klaus Powrotznik und Carlos Pinto haben dafür ein ferngesteuertes Sonar gebaut. Sie hoffen, damit verdächtige Strukturen unter Wasser erkennen zu können. Kontrollieren wollen sie die Forschungsfahrt aus der Luft, per Drohne. Das Problem ist halt auch, weil man da nur ein gewisses Zeitfenster hat, solche Untersuchungen zu machen. Und zwar dann, wenn das Wasser halt gerade wie jetzt relativ ruhig ist. Und wenn es so schwappt, dann entstehen also unscharfe Kanten an den Objekten. Die beiden leisten mit ihrem Flusssonar sogar archäologische Pionierarbeit, denn Flüsse lassen sich bisher nur sehr schwierig erforschen. Das ist immer alles so ein Eigenbauding. Die Erfahrung zeigt es dann immer, wo kann man noch optimieren und was kann man noch besser machen. Das sind alles so Prototypen hier. Ich bin halt Autodidakt. Ich versuche, wie kann ich es besser machen? Wer hat da schon was gemacht oder gibt da schon überhaupt was? Im Prinzip ist es eigentlich so eine Art Voruntersuchung, ob es sich lohnt, dort dann ins Wasser zu gehen. Und dann geht es los. Das Sonar stößt Schallwellen aus und die werden reflektiert von Gegenständen unter Wasser. Dann werden sie vom System wieder empfangen. Auf diese Weise entsteht ein Bild der Umgebung. Die gewonnenen Daten müssen sie nun auswerten. Dann wird sich zeigen, was sich auf dem Grund der Limmat noch erhalten hat. Und ob es sich lohnt, dort vielleicht sogar nach Spuren aus der Römerzeit zu tauchen. Ja, jetzt geht es in so eine spezielle Software, Sonar-Software, wo man im Profil und so auf die Seite alles sehen kann. Und je nach Impuls können wir Strukturen erkennen, können wir die zum Beispiel Sediment, Härte, Fische, vielleicht gibt es ein paar. Die können wir jetzt alles mal anschauen und auswerten und schauen, ob wir überhaupt noch etwas gefunden haben. Die letzten Tage der Ausgrabung von Gebenstorf. Gerade jetzt, wo die ersten heißen Tage des Jahres beginnen, zeigt sich erneut, wie herausfordernd die Arbeit auf einer archäologischen Ausgrabung in Wirklichkeit ist. Das Team hat eine unglaubliche Leistung erbracht und hat eigentlich sehr stabil funktioniert oder permanent funktioniert. Und es ist eine unglaublich tolle Equipe, die wir hier auf dem Platz haben können. Ich denke, das Fazit, das man über die ganze Grabung ziehen kann, ist, dass wir unsere Aufgaben, die sich uns hier gestellt haben, erfüllt haben, dass wir die Anlage in den Möglichkeiten, die wir hatten, haben können erfassen und korrekt haben können ausgraben. Und somit ziehe ich eigentlich ein positives Fazit zu dieser ganzen Grabung. Trotz Zeitdrucks und einer Fläche von fast 3000 Quadratmetern. Das Team konnte auf dem abgesteckten Bereich wahrscheinlich sämtliche Baustrukturen aus dem 1. Jahrhundert erfassen.
Der wissenschaftliche Leiter Jürgen Trumm ist zufrieden. Wir haben 3 sehr große Gebäude. Das, was ich als die Pfeilerhalle betrachte, mit diesen Innenpfeilern. 15 Meter lichte Weite, 2 Veranden, Portiken vorgelagert, die Länge mindestens 45 Meter. Der landseitige Abschluss liegt irgendwie hier unter der Bahn, unter der Kantonstraße. Dann ein unterkellerter Raum, eine Kryptoportikus, ein langgestreckter unterirdischer Bau, ebenfalls mit Pfeilern. Pfeiler auch hier an den Wänden, dazu Lichtschächte oder Luftschächte. 10 Meter innen breit. Auch hier der Nordabschluss zur Limmat hin erfasst. Nach Süden hin liegt der Abschluss irgendwo dort unten zwischen Bahn und Kantonstraße. Und drittens eine Art Komplexbau. Komplexbau bedeutet, dass wir hier mehrere Räume haben, Eingänge, Korridore, möglicherweise eine Halle. Also eine deutlich andere Struktur als diese 2 klar langrechteckigen Gebäude hier im Westen. Jetzt beginnt das Team damit, die großen Pfeiler abzubrechen, noch immer auf der Suche nach weiteren Informationen. Vielleicht verbirgt sich darin ja doch noch die langgesuchte Inschrift, die verraten könnte, wie dieser Ort einst hieß. Kantonsarchäologe Thomas Doppler ist heute zum letzten Mal hier. Und tatsächlich, zumindest ein Ziegel, der den Stempel der 21. Legion trägt. Es ist natürlich ein grosses Bedauern, dass jetzt hier die archäologischen Hinterlassenschaften abgebrochen werden, die Geschichte sind, die unsere Geschichte erzählen. Es gehört aber auch zu unserem Alltag als Archäologen, dass das passiert. Wir wissen das, wir sind darauf vorbereitet. Der Kanton Aargau hat wochenlang geprüft, ob es möglich ist, den römischen Baukomplex zu erhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch letzten Endes gibt es Prioritäten. Der Kanton Aargau ist einer der Kantone in der Schweiz, der ein sehr starkes Bevölkerungswachstum hat. Das heisst, wir haben einen Bevölkerungsdruck, der auch heisst, wir brauchen Wohnraum. Und darum ist das letztlich auch in einer Interessenabwägung, hat das natürlich sehr viel Gewicht. Und darum kommt jetzt hier die Wohnüberbauung an und die Archäologie, die Hinterlassenschaften hier müssen weichen. Von diesem Ort bleiben letztlich die Dokumentationen von dieser Grabung, die bei uns dann in der Kantonsarchäologie aufbewahrt werden. Und wir werden selbstverständlich schauen, dass wir trotzdem an diesem Ort eine Art der Vermittlung machen können. Sei das mit einer Infotafel, sei das mit modernen digitalen Methoden, 3D oder was auch immer sich dann hier ergibt. Das werden wir prüfen, was möglich ist, dass man dann doch noch weiss, wenn man an dem Ort vorbeikommt, was hier einmal bedeutend war. Um eine Grundlage zu schaffen für die wissenschaftliche Auswertung und vielleicht für die spätere Präsentation dieses Fundortes, soll ein Modell der Mauern entstehen. Dafür erfasst ein Laserscanner die Gemäuer. Das daraus erstellte Modell wird künftigen Forschenden die Möglichkeit geben, die Grundrisse millimetergenau und dreidimensional zu untersuchen. So als stünden sie vor dem Original. Wir ziehen weiter auf die nächste Baustelle. Im Moment läuft sehr, sehr viel im Kanton und werden dort weitermachen und genau gleich dokumentieren, wie wir es hier auch gemacht haben. Dann ist die Fläche bereit für den Abriss. Für den Steinacker in Gebenstorf-Vogelsang und seine künftigen BewohnerInnen beginnt ein neues Kapitel seiner langen Geschichte. Doch das Projekt Gebensdorf ist damit noch lange nicht abgeschlossen. In den kommenden Monaten muss das Team sämtliche Aufzeichnungen, Daten, Scans und Fotografien überprüfen und miteinander verknüpfen. Wir sehen, es hat da einen Anbau.
Auf diese Weise bereiten sie die Ausgrabung vor für eine umfassende wissenschaftliche Auswertung in der Zukunft. Und die hat für einige besonders aufschlussreiche Funde bereits angefangen. Zum Beispiel eine Amphore. Ich habe sie jetzt in ihrer Lage, also die Scheibe in ihrer Lage, also wie ein Skelett eigentlich ausgelegt, so dass man es ein bisschen besser verstehen kann. Hier sieht man den Rand mit den Henkeln, die Schultern, den ganzen Bauchteil und dann der Hohlfuß, der hier ist. Insgesamt wird die Amphore eine Höhe von etwa 1,20 Meter haben, nicht mehr. Was jetzt wesentlich ist, ist der Bauchbereich. Und die Situation war so, dass der Bauch ganz erhalten war, aber vor Ort zerschäbt ist durch das Gewicht der Schichten, die oben drauf gelegen sind. Das Interessante an dieser Amphore ist, dass wir wissen von der Funktion her, dass es sicher eine Fischsauce-Amphore ist. Das erkennen wir am hohlen Fuß. Das ist typisch für Fischsauce-Amphoren. Im Bauch dieser Amphore hat sich sogar noch ein großer Rest des ehemaligen Inhalts erhalten. Was es damit auf sich hat, klärt Simon Heberle im Speziallabor der Universität Basel. Das ist jetzt die Probe, die gerade frisch eigentlich von der Grabung der Amphore zu uns gekommen ist, ins Schlemmmlabor. Die Archäozoologin sucht nach den Überresten von Tieren, die man damals verarbeitet und in der Amphore transportiert hat. Ein erster Eindruck. Also das sind jetzt alles eigentlich Fischknochen. Das muss jetzt trocknen. Aber hier haben wir noch etwas anderes drin. Das ist wahrscheinlich ein Bein, also ein Panzerfragment am Bein von irgendeinem Meereskrebs. Bevor sie die Probe analysieren kann, muss alles gut trocknen. Ihr Ziel? Welche Arten stecken drin? Es ist also recht viel los hier in dieser Probe. Da haben wir also wirklich eigentlich nur kleinste Knochen von Fisch. Hier haben wir Wirbel, hier haben wir verschiedenste Kopfknochen, wir haben aber auch Flossenstrahlen. Verschiedene Fischarten, was ich jetzt gerade sehe. Das wird noch lustig, um das alles zu bestimmen. Das habe ich jetzt noch nie gesehen, dass es so voll ist. Hey, also für uns ist das natürlich ein Jackpot. Es ist sehr einzigartig für die Schweiz. Das ist meines Wissens der erste Fund sogar, den wir haben an verfüllten, also original verfüllten Amphoren. Das ist also eine Art Fischsauce, sehr würzig, salzig, ein bisschen fischig, wo dann so einen gewissen Umami in der Speise gegeben hat. War das vielleicht das berühmte Garum? Garum ist es eben nicht, sondern es ist Alec. Und das ist so ein bisschen eine günstigere Version vom Garum. Garum ist so filtriert und beim Alec hat man eben noch die Knöchel drin. Doch es geht nicht allein um das Bestimmen der Fischarten und die Rezeptur des Alec. Die Expertin kann helfen, Fragen zu beantworten. Wo kommen die Amphoren her? Wo sind die Fische verarbeitet worden? Also für Gebensdorf können wir jetzt wirklich über die Importgeschichte natürlich Connections zu anderen Städten, Gebieten im Imperium Romanum eigentlich nachweisen. Informationen zu Handelsbeziehungen können mitunter die Amphoren selbst beisteuern. Denn manchmal entdeckt man darauf aufschlussreiche Inschriften. Man muss aber gut hinsehen. Die fängt hier an, bei diesem Buchstaben, der leider über die Bruchkante liegt. Da habe ich das Gefühl, dass es vielleicht der Rest von einem C ist. Wie das heute ist, das kann ich nicht sagen. Dann sieht man recht eindeutig ein E, ein T oder V oder eben Ligatur von beidem. Und dann wird es schon schwierig. Das könnte ein E sein. Da haben wir sicher 2 T. Und hier haben wir ein A. Das sieht man noch recht schön, wie da der Schwung von der einen Hand ist, wie da die andere losgeht. Und an dieser Ziele hat man häufig Informationen zum Alter der Fischsauce. Und A für Annos, das würde eigentlich gut passen. Es ist eine Art Frachtpapier. Sie geben uns Auskunft über den Inhalt der Amphore, das Produkt, das drin war,
die Herkunft, die Menge und die Qualität. Häufig findet man auch, wer der Händler ist. Das sind alles Informationen, die für uns natürlich extrem wertvoll sind, Informationen über eine handrömische Zeit zusammenzutragen. Dass in Gebenstorf wahrscheinlich ein politisch wichtiger antiker Handelsplatz lag, hatte sich bereits auf der Ausgrabung angedeutet. Immer mehr Funde stützen diese These. Zum Beispiel Gewichte aus Blei, die offenbar präzise geeicht waren. Eine Unze, ja? Also ein 12 Pfund. Wahrscheinlich lagen in Gebenstorf noch mehr davon. Sie alle zu finden wäre zu aufwendig geworden. Ein kalkulierter Verlust für die Archäologie. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein weitere Bleigewichte durch die Lappen gegangen sind, sozusagen, ich glaube, der ist nicht nur gross möglich, sondern der ist bei 100%. Auf jeden Fall haben wir Informationsverlust. Umso größer die Freude über das, was gesichert werden konnte. Ein Gewicht in Würfelform. Ein halbes römisches Pfund, ein Semis. Hinzu kommen Gewichte aus Stein, zwischen 20 und 30 Kilo schwer. Sie beweisen, in Gebenstorf wurden große Warenmengen gewogen, registriert und gehandelt. Bezahlt wurde mit viel Geld. Es fanden sich ungewöhnlich viele Münzen, die vor 2000 Jahren ganz sicher kein Kleingeld waren. Besonders wertvoll ein Aureus, mit dem man damals tonnenweise Getreide kaufen konnte. Das Bild von Gebenstorf wird immer deutlicher, mit jedem Fund und jeder Information aus der Ausgrabung. Es hat da einen Anbau. Wenn wir hier nur ein einziges Mauerkarree hinstellen, sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Einige Wochen nach Abschluss der Grabungen entschließt sich Jürgen Trumm gemeinsam mit dem Team, einen ersten Vorschlag zu machen, wie dieser Ort vor gut 2000 Jahren vielleicht einmal ausgesehen hat. Auch das soll nur ein erster Schritt sein. Wie die Anlage in Wirklichkeit ausgesehen hat, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Genau, also hier ist eigentlich das Hauptgebäude mit diesen massiven Sockelfundament in der Mitte. Und hier außen ist dann der Portikus. Wenn man es jetzt einblendet, haben wir das auf das eigentlich angepasst. Da haben wir wie die Fundamente von diesen Lisenen. Und die haben wir dann hier auch eigentlich nach oben dann quasi rekonstruiert. Je konkreter dass man wird in der Visualisierung, wird es halt auch angreifbarer. Und darum ist es gut, wenn man es ein bisschen gerade so am Anfang noch ziemlich im Wagen lässt, was es könnte sein. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten, wie das könnte aussehen haben. Und auch das einfach einer von vielen möglichen Entwürfen. So ist noch immer fraglich, ob eines der Gebäude überdacht war oder ob es einen Innenhof gab. Was soll der Hof hier? Weißt, bei so einer Villa oder so, Empfang, Wasserbecken drin, irgendwas, Garten. Wenn es hier drum geht, viel zu lagern, sage ich jetzt mal, dann ist das verschenkt. Oder? Schließlich einigt man sich auf eine bewusst vage, sozusagen geisterhafte Darstellung. Aber vom Stil her haben wir es jetzt ein bisschen bewusst, in dem, so wie du das gesagt hast, ein bisschen in einem skizzenhaften Stil gelassen, damit es klar ist, dass eine Möglichkeit ist. Sieht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon mal so sieht es eindrücklich aus. Man hat ja fast das Gefühl, das ist wie mit Kreide oder so. Finde ich ja cool gemacht. Ja. Was meinst du, kann man mit sowas schon mal leben für einen Vortrag? Also ich würde das nehmen. Ja. Damit ist der Weg frei für ein neues Forschungsprojekt, das die Geschichte dieses Ortes noch lebendiger erzählen wird, als es bisher ohnehin schon der Fall war.